So Freunde, wir haben ein neues Spielzeug und das schauen wir uns jetzt einmal an. So, ich wollte euch heute mein Vogue oder Vogue oder Login 300 Rallye vorstellen. Das ist ein neuer Erwerb, wo man jetzt nicht gleich ein schlechtes Gewissen kriegt. Eigentlich wollte ich so ein Honda XL 350 oder die R350 oder irgendwie so eine kleine sportliche Enduro mit wenig Gewicht kaufen. Und naja, bis man da eine hat, die sauber dasteht, also TÜV neu, Reifen neu, und es passt sonst auch alles, naja, da ist man sicherlich bei 2.500, 3.000 Euro. Die hat jetzt eine ganze 32 Kilometer oder sowas drauf. Wir schauen noch mal nach. Also sie hat jetzt knapp 38 Kilometer drauf, also ist wirklich brandneu und die Eindrücke sind wirklich die ersten. Dementsprechend Langzeitstudie oder sowas, das habe ich natürlich noch nicht, das ist ja klar. Dann schauen wir mal auf so ein paar Details. Das erste Detail ist zum Beispiel der Auspuff. Was muss ich dazu sagen? Mir ist die wieder deutlich zu laut. Es ist durchaus möglich, dass ich da anders bin wie die anderen, aber mir ist die zu laut. Für ein Baujahr 2023 zu laut. In die 80er, 90er Jahren war kein Moped so laut gewesen wie die, außer XT500. Mit der Sitzhöhe von 91,5 cm ist das Moped richtig hoch. Also ich selber bin so ein bisschen was über 1,70, mir ist die deutlich zu hoch. Was kann man machen? Man kann es natürlich ein bisschen tiefer legen. Allerdings, es gibt noch nichts im Zubehörhandel, man muss ein bisschen tricksen. Und zusätzlich kauft man sich bei AliExpress solche Lenkererhöhungen. Die passen total schlecht, aber man kann danach die Gabel um vielleicht 2,5, 3 cm, im Extremfall vielleicht sogar 4 cm da rausfahren und auch das bringt ein bisschen Höhe. Was man danach natürlich auch machen muss, weil sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht, das ist den Seitenständer kürzen. Da habe ich jetzt ungefähr 3 cm Material rausgenommen. Es dürfte auch etwas mehr sein. Das Federbein, das habe ich um ungefähr 8 mm härter gemacht. Das war zu viel. Also es ist jetzt natürlich auch kein entsprechender Wert. Ich habe jetzt praktisch die Kontermuttern, die was die Federn halten, um 8 mm nach unten gesetzt. Das war zu viel. Also ich muss da sicherlich nochmal nacharbeiten. Ich denke mal, ich gehe mal auf 4 mm runter. Im Übrigen ist mir nicht klar, wie man diesen Stoßdämpfer einstellen soll. Diese Schrauben da oben, wenn er nicht heraus ist. Also der muss, wenn man einstellen muss, meines Erachtens raus und zwar nach unten weg. Die Reifen, die haben erstmal ein bisschen komisch ausgeschaut, aber man muss sagen, die heben richtig gut. Ich habe gemeint, das sind so richtige Eisen oder so richtige Hartgummis, aber nein, die greifen richtig gut. Dann haben wir hier noch wunderschöne Sturzbügel. Da sehe ich ein Potenzial, dass man noch ein bisschen was am Gewicht machen kann, wenn man den wegnimmt. Aber jetzt erstmal, der schaut nicht schlecht aus. Ich lasse ihn natürlich jetzt erstmal dran. Da kann man noch irgendwie eine Tasche oder was hinmachen. Da schauen wir mal, was damit passiert. Wenn man durch die Scheiben schaut, dann hat man das Gefühl, man hat 2 Bier zu viel. Wir haben ein paar Handprotektoren, die werden jetzt nicht jeden Sturz aushalten, aber gegen die Kälte hilft es ganz gut und gegen irgendwelche Büsche oder sowas auf alle Fälle auch. Die Bremsform, die ist nicht so richtig bissig, allerdings jetzt erst ein paar Kilometer. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was, ansonsten wäre ich enttäuscht. Das werden wir mal sehen, wie das zum Schluss ist. Und da sehen wir nochmal ein Standgeräusch. Das Motorrad ist damit also nicht tauglich für Tirol in die Sommertage. Damit muss man leider leben. Unter die Sitzbank, da passt ungefähr gar nichts, außer vielleicht noch der Fahrzeugschein. Man muss also für Warnweste, Verbandspackerl oder sonst irgendwas irgendwo eine Tasche hinmachen. Das ist jetzt so ein Punkt, da glaube ich, da kann man irgendwie was hinbinden. Da habe ich jetzt aber noch keine ernsthafte Lösung, da muss ich mal schauen. Ansonsten Gepäckträger mit Aufnahmen für irgendwie ein Topcase oder sowas ist schon mit dran. Kostet Gewicht, macht aber Sinn.
Ich weiß jetzt nicht, ob das mein Händler war oder ob das von den Chinesen selber ist. Es ist alles geschmiert, es ist alles geölt. Auch die Kette, alles sauber vorbereitet, Kettenspannung, alles passt. Das ist wirklich gut vorbereitet. Also da ein Kompliment an denjenigen, der das gemacht hat. Was ich auf alle Fälle interessant finde, sind die Reifengrößen. Da wird es nicht viel Auswahl geben. 5,1 Zoll und 18 Zoll in der Höhe. Das wird interessant, was man da kriegt. Und vorne so ähnlich, 3021, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Auswahl, aber trotzdem das große Spektrum wird da nicht da sein. Da kann man gut vorstellen, dass es nicht lang dauert, bis Leute sich was anderes eintragen lassen. Das ganze Moped gibt es auch in weiß-blau, gehört eigentlich nach Bayern in weiß-blau, aber da habe ich schon so viel. Ein BMW habe ich auch schon, also ich kann es mir durchaus in Silber und Gelb kaufen. Mir gefällt die besser. In Summe muss ich sagen, gar kein schlechtes Gerät. Also für das Geld, da war ja mancher Hersteller froh, wenn er das nachmachen kann. Also echt wahr, bin bis jetzt echt begeistert. Aber 30 Kilometer, da kann schon noch was kommen. Gut. Wohlfühlgeschwindigkeit für die Vogue ist meines Erachtens auf der Landstraße so 90, 95, 100 eigentlich schon immer. Da fühlt sich nicht mehr so richtig wohl. Also da hat man das Gefühl, sie dreht höher, wie ich es eigentlich mag. Aber das passt für mich. Geht dort 115 oder sowas, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ansonsten fährt sich das Moped wie ein Moped. Lenkt, bremst, schaltet, beschleunigt sogar. Ja klar, 29 PS, die Hölle kommt ja nicht raus, aber genau das wollte ich. Hölle habe ich schon. Und noch was, wisst ihr, was schön ist? Wenn man weiß, dass das Moped nie mehr wieder so sauber sein wird. Ja gut, dafür ist es gebaut, gell? Ein kleiner Dreckspatz. Mit Sonnenuntergang, da schaut es dann noch viel besser aus, gell?